Heute gibt es das Update zum Michael Jackson Biopic, die Filmbiografie über den King of Pop, die dieses Jahr in die Kinos kommen soll. Kinostart soll der 2. Oktober 2025 sein. Und in MJ Update Folge 33 habe ich ja schon sehr ausführlich über die gesamte Historie des Biopics gesprochen. Ich bin von den Anfang bis Anfang Januar 2025 gegangen. Aber jetzt ganz aktuell gab es wieder ganz viele neue Gerüchte rund um das Biopic und die gehe ich heute mit euch durch. Also MJ Update Folge 35, alle Updates zum Biopic. Bleibt dran. News, Gerüchte und alle Infos zum Michael Jackson Biopic. Biopic ist das Michael Jackson Filmereignis 2025, so sollte es eigentlich sein. Wir haben jetzt April und am 18. April sollte er eigentlich in die Kinos kommen. Er wurde jetzt auf den 2. Oktober verschoben, also nicht jetzt, sondern das ist schon eine Zeit lang her. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer oder im Spätsommer kam die Meldung raus. In MJ Update Folge 33 habe ich das ja schon sehr ausführlich besprochen. Alle Infos, die bisher geschahen. Und jetzt gerade im Januar, also jetzt in der ersten Jahreshälfte 2025, haben sich eine ganze Reihe weiterer News rund um das Biopic versammelt. Und die möchte ich mit euch einmal durchgehen. Nichts davon ist richtig bestätigt, also alles, was ich hier erzähle, ist ein Bereich von Gerüchten im Umlauf. Man weiß also noch nichts Genaues. Und zwar im Januar, da hatte ich ja schon mal kurz angerissen, Ende Januar habe ich die Folge rausgebracht, da hat gerade Matt Belloni einiges gestreut, und zwar eben, dass Nachdrehs gemacht werden müssen. Nachdrehs, weil eben das Ende im 3. Akt von dem Film, also das letzte Drittel des Films, da soll es um die Anschuldigungen wegen Missbrauch gehen. Die Chandler-Familie sollte da thematisiert werden. Und es schien, dass es eine gerichtliche Vereinbarung von der Vergleichsvereinbarung 1993 gab, in der drin steht, dass man eben diese Anschuldigungen mit der Chandler-Familie nicht filmisch beleuchten darf. Offenbar gibt es eine Vertragsvereinbarung, dass Michael Jackson oder auch die Nachlassverwalter oder die in Michael Jacksons Namen handeln, diese Ereignisse nicht filmisch aufarbeiten dürfen. Das ist wohl eine Klausel in diesem Vertrag, die offenbar von der Chandler-Familie oder von den Anwälten der Chandler-Familie gestreut wurden. Jetzt weiß man ja, dass Evan Chandler hat nachdem Michael Jackson 2009 starb, hat auch Evan Chandler, es heißt Suizid, begangen. Also er ist auch nicht mehr unter uns, er ist gestorben. Der Sohn, Jordi Chandler, der lebt noch unter einem anderen Namen, der hat seinen Namen geändert. Er war auch immer wieder, sollte er beim 2005er Prozess aussagen, er ist aber ausgewandert für die Zeit aus den USA, damit man ihn nicht für den Prozess gewinnen konnte. Also alles, was da dafür oder dagegen spricht, ob man das jetzt verwenden darf oder nicht verwenden darf, habe ich keine Ahnung von. Also gerichtlich scheint es auf jeden Fall so geregelt zu sein. Aber auch das ist nicht offiziell bestätigt. Alles, was man so im Hintergrund hört, ist, dass John Branca, die Filmemacher, erst sehr spät darüber informiert haben, und zwar im Januar, dass sie das nicht verwenden dürfen, was zu gravierenden Drehbuchumarbeiten geführt haben soll. Also das Drehbuch musste umgeschrieben werden und John Branca hat wohl allen zugesichert, dass die Kosten, die dadurch entstehen, durch den Michael Jackson Estate bezahlt werden. Das neue Drehbuch muss dann natürlich auch noch von Lionsgate und Universal, die den internationalen Vertrieb haben für den Film, abgesegnet werden. Und wenn das durchgeht, dann wird der Film ein anderes Ende bekommen, als er eigentlich bis jetzt bedacht hatte. Matt Belloni streute diese Gerüchte. Er ist halt ein Klatschjournalist in den USA oder auch gerade in Kalifornien. Und was davon stimmt und was davon nicht stimmt, werden wir noch erfahren. Also aktuell scheint es so, dass das die Gründe sind, weswegen der Film und die Dreharbeiten Anfang Januar ins Stocken geraten sind.
Nach den Meldungen im Januar wurde es etwas ruhig, ehe am 25. Februar die Meldung kam, dass das Biopic in mehreren Teilen veröffentlicht werden sollte. Hintergrund ist das wird mit als Grund angegeben, von den Beatles wird es auch ein vierteiliges Biopic geben, also 4 Filme über jeden Beatle, und jeder Beatle bekommt seinen 2-Stunden-Film. Und in diesen 4 Teilen wird eben die komplexe Geschichte der Beatles erzählt. Und als Grundlage dessen hat man gesagt, okay, es wird wahrscheinlich so sein, dass das Michael Jackson Biopic in bis zu 3 Teilen veröffentlicht werden soll. Auch das wurde nicht bestätigt. Vielleicht aber auch nur 2 Teile. Also da gab es keine Bestätigung drüber. Und ich habe ja schon immer gesagt, ich fand das schon immer sinnvoll, das Biopic in mehrere Teile aufzugliedern. Michael Jacksons Leben umfasst so viele Aspekte, wenn man allein seinen Aufstieg mit den Jackson 5 bedenkt in den 70ern, ein Blick in die 80er, Michael Jacksons gigantischer Aufstieg als Superstar, als King of Pop, als der Künstler für die 80er mit Thriller und Bad, und dann einen 3. Teil, wo man eben die Hintergründe um die Anschuldigungen aufgreifen könnte, auch den Einfluss, den Michael Jackson in der Musik hatte, mit dem Kauf der Musikrechte, und eben die Geschichte von der Dangerous Tour bis zu seinem Tod. Das wäre ein guter 3. Teil, und da hätte man eine gute Trilogie machen können. Am 2. April schließlich gab es eine Meldung von Showbiz. Die wollen erfahren haben, dass das Biopic in 2 Teilen daherkommt. Ähnlich wie das bei Wicked, dem Musical-Film, stattfindet. Ähnlich wie das aufgebaut, soll auch Michael in 2 Teilen daherkommen. Und in diesem Zusammenhang hat man auch gesagt, dass das Biopic nochmal verschoben wird, also vom 2. Oktober ins Jahr 2026. Also all diese Meldungen zeigen, dass es da ordentlich am Rumoren ist im Hintergrund, aber wir warten immer noch auf irgendeine Art von Stellungnahme vom Michael Jackson Estate, von John Branca oder eben von Universal oder Lionsgate oder irgendwelchen anderen, die an dem Projekt mitarbeiten. So viel sei aber gesagt, Verschiebungen bei Filmen sind nichts Ungewöhnliches. Filme verschieben sich, weil am Drehbuch nochmal was im Prozess umgeschrieben wird, weil es Änderungen gibt. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für das Michael Jackson Biopic, dass da jetzt diese Verschiebungen drin sind. Das erlebt man immer wieder bei Filmprojekten, dass diese sich verschieben, verzögern oder dass Termine nicht eingehalten werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn sich das nochmal verschieben sollte. Wenn die Geschichte eben authentisch erzählt wird, bin ich ein absoluter Dafürsprecher, dass das Biopic auch weiter verschoben wird. Im Rahmen der großen CinemaCon, also das ist eine Art Kinomesse, die in den USA stattfindet, wurde ja letztes Jahr schon der erste Trailer von Michael gezeigt. Das heißt, letztes Jahr hatte man schon so viel Material, um einen Trailer zu zeigen für das Fachpublikum, für die Fachmesse, für die Besucher, die dort anwesend waren. Die haben also letztes Jahr schon einen Trailer gesehen, muss man sich auch noch mal kurz reinziehen. Ja, schade, dass wir den immer noch nicht gesehen haben, aber gut. Letztes Jahr auf der CinemaCon gab es einen ersten Trailer von Michael. Dieses Jahr auf der CinemaCon haben alle damit gerechnet, dass es eine Ankündigung gibt zu Michael. Die CinemaCon lief am 1. April und sie endete ohne einer offiziellen Benennung des Kinofilms Michael. Also es gab keine Meldung auf der diesjährigen CinemaCon. Und wir fragen uns natürlich alle, warum wurde der Film auf so einer wichtigen Fachmesse nicht genannt oder beworben oder keinen neuen Trailer gezeigt, wenn der Film doch schon in, was haben wir jetzt, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, in 6 Monaten in den Kinos ist. Ein Film, dass ein Trailer ein halbes Jahr vor Filmbeginn in die Kinos kommt oder dass ein Trailer schon veröffentlicht wird, das ist schon nicht unrealistisch. Das passiert schon sehr häufig, dass ein halbes Jahr vor Kinostart ein Trailer veröffentlicht wird, um so langsam die Promotion für den Kinofilm zu starten. Ungewöhnlich sind aber nicht die ganzen Verschiebungen, die gerade angekündigt werden. Dass ein Film sich schon mal verschiebt oder verschieben muss aus den unterschiedlichsten Gründen,
Ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es fehlen die offiziellen Meldungen dazu. Am Rande der CinemaCon soll Adam Vogelsson von Lionsgate gesagt haben, dass es bald mehr Infos geben wird. Aber er hielt sich da bedeckt, er hat keine Infos ausgesprochen, was auch immer das bedeuten mag. Ein Insider, Jeff Snyder, der auch ein Klatschportal hat, der ist sich zu 99% sicher, dass das Biopic verschoben wird. Also es gibt unterschiedlichste Meldungen aus den verschiedenen Bereichen, wo sich die Leute sicher sind, dass es verschoben wird. Am 15. April ging die Meldung rum, auch wieder auf mehreren Portalen. Das sind immer die üblichen Verdächtigen, die dahinter stecken. Deadline, Hollywood Reporter, Jeff Snyder. Also alle sind sich offenbar einig, dass der Film Michael in 2 Teilen veröffentlicht werden soll. Und beide Teile sollen 2026 in die Kinos kommen. Also was auch immer das heißt. Mittlerweile habe ich auch schon Unterschiedliches gehört. Sie sollen innerhalb eines kurzen Abstandes veröffentlicht werden. Dann habe ich mittlerweile gehört, es soll mit einem Abstand von einem Jahr veröffentlicht werden. Da bin ich mir nicht so sicher, wie ich das finde. Also ich fände einen kurzen Abstand besser, ein halbes Jahr von mir aus, aber nicht ein ganzes Jahr warten, um den zweiten Teil zu sehen. Das finde ich doof. Ja, laut Roger Friedman sind wohl alle sehr aufgeregt und über dieses Splitting, weil das eben ganz neue Möglichkeiten ermöglicht, den Film zu bewerben und auch über eine längere Laufzeit eben zu promoten. Sony hat mehr Zeit für die Promo, gerade jetzt in der Vorbereitung. Das wird als Vorteil von Friedman geäußert. Auch Javad Jackson, der ja Michael spielt, für die Rolle weiter vorzubereiten und auch auf die Promotour und was auch immer da auf ihn zukommen mag. Also da will man ihn richtig vermarkten und vorbereiten. Und hier wurde auch das erste Mal gestreut, dass man das aus dem Grund splittet in 2 Teile, weil eben das auch bei den Beatles gemacht wird. Und wenn man bei den Beatles 4 Teile machen kann, als die größte und erfolgreichste Band aller Zeiten, kann man das auch beim größten und erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten, Michael Jackson, auch machen. Wie es ausschaut, sind alle im inneren Circle sehr aufgeregt, aber all das, was ich gerade sage, sind auch nur Gerüchte. Sie wurden weder von dem Michael Jackson Estate, den Nachlassverwaltern, noch von Lionsgate, noch von Universal, noch von Sony, von niemandem wurde irgendetwas offiziell bestätigt in diesem ganzen Gerüchtekessel, den muss man jetzt ja schon sagen. Ja, so sieht es aktuell aus um das Michael Jackson Biopic und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie kam es zu diesen Verzögerungen? Also das frage ich mich natürlich auch, gerade mit Hinblick auf diese Drehbuchänderungen, die dort stattfanden. Was steckt dahinter? Hat sich der Michael Jackson Estate zu sehr auf die Musicals fokussiert und hat den Kinofilm so ein bisschen aus den Augen verloren? London, also MJ, The Musical London, dann war letztes Jahr im Dezember das Hamburger, jetzt Australien. Also wir haben jetzt an 4, 5 Standorten auf dieser Welt spielt das Michael Jackson Musical, also USA noch dazu und die Tour in den USA. Damit haben wir 5 Shows, die gerade in Produktion sind. Dann bewirbt ja immer wieder die The One Show in Las Vegas, wird beworben auf den offiziellen Kanälen. Dann diese halbgare Thriller 40 Doku, die rauskam, die hat ja auch viele Fans nicht so zufriedengestellt. Ich habe darüber ja auch auf meinem Kanal berichtet. Es gibt also ganz viele und auch hier die Off-the-Wall-Pressung aus meiner letzten Folge, die Mophie High Fidelity Edition. Auch die sollte ja schon viel früher rauskommen. Da gab es auch Verschiebungen. Man hat irgendwie den Eindruck, dass gerade der Estate auf sehr vielen anderen Schauplätzen unterwegs ist und den Film so ein bisschen vernachlässigt, weil wenn es tatsächlich so sein sollte, dass man diese Drehbuchänderungen um die Anschuldigungen so umschreiben musste, dass die gar nicht mehr stattfinden, fände ich das schon wirklich nicht gut. Das habe ich auch schon in der Folge 33 gesagt. Jetzt verhärtet sich das ja ein bisschen, auch wenn immer noch keine offizielle Stellungnahme dazu vorliegt. Am 20. April ging die Meldung rum, dass das Michael Jackson Biopic neue Musik beinhalten soll. Also man hat wohl im Archiv Songs wiedergefunden, die noch unveröffentlicht sind und das Biopic soll
von den größten Hits von Michael eben auch neues Material beinhalten. Und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, welche Songs dort unveröffentlicht sind und welche in dem Biopic mit verarbeitet werden. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und ich muss es wieder sagen, alles nicht offiziell bestätigt. Und ein weiterer Grund wird mit angegeben in dieser Meldung vom 20. April, dass man versucht, das Biopic in die Oscars mit reinzubekommen. Und wenn man das in 2 Teile splittet, hat man sehr gute Chancen, wenn der Anfang und Ende des Jahres mit reinkommt, dass er über das ganze Jahr präsent in den Medien ist und dass man ihm bei den Oscars auch besser, ja, dass der Film besser bedacht wird bei den Oscar-Nominierungen oder beziehungsweise bei der Punktevergabe derjenigen, die für die Oscars eben ja ihre Votes geben können. Und jetzt in der letzten Meldung vom 25. April, da geht es um eine TikTokerin, die hat auf ihrem Kanal ein Video veröffentlicht, wo sie das Anwesen filmt, wo Michael Jackson in Los Angeles zuletzt gewohnt hatte. Das war in Los Angeles, das war der 100 North Carrollwood Straße, also so heißt die Straße, in der er gewohnt hat, da ist das Anwesen. Und dort hat sie also TikTok-Aufnahmen gemacht, wo zu sehen ist, dass gerade auf diesem Anwesen gedreht wird. Offenbar finden aktuell auf Michael Jacksons letzten Anwesen Nachdrehs statt, wo der Michael Jackson Estate oder die Filmemacher vielmehr aktuell wohl Nachdrehs machen, und viele vermuten auf den sozialen Medien, dass hier Nachdrehs über Michael Jacksons letzte Tage stattfinden. Damit ist sichergestellt, dass eben dieser Film offenbar umfassend das gesamte Leben zeigen wird. Von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Also alles wird in dem Film mit drin sein. Ja, wie ist jetzt mein Fazit zu all diesen Meldungen? Ich bin natürlich so ein bisschen darüber enttäuscht, dass es keine offiziellen Statements gibt. Alles ist sehr vage, alles ist voller Gerüchte. Ich hätte es gerne, wenn es doch mal eine offizielle Stellungnahme gibt. Ja, wir halten den 2. Oktober, es sieht alles gut aus, oder nein, wir müssen verschieben auf nächstes Jahr. Das fände ich richtig gut, aber aktuell sieht es danach aus, dass es diese Meldung nicht gibt. Ich halte euch natürlich hier auf meinem Kanal auch weiterhin auf den Laufenden, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen oder Verschiebungen oder Bestätigungen gibt. Ich habe auch selbst mal eine E-Mail an Universal Deutschland geschickt, um einfach mal nachzuhaken, wie sieht es denn aus? Bleibt der aktuelle Termin bestehen oder nicht? Wenn ich da eine Rückmeldung bekomme, teile ich euch das natürlich auch mit. Bis Stand heute habe ich noch nichts gehört. Ja, das war MJ Update Folge 35 mit einem kleinen Überblick über alle Updates, die jetzt dieses Jahr 2025 über das Biopic herausgekommen sind. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr darüber denkt. Findet ihr das gut, dass der Film aufgeteilt wird? Findet ihr das schade, dass eben nicht alle Inhalte eventuell beleuchtet werden, die Michael Jacksons Leben betreffen? Also es gibt viel zu spekulieren gerade, viele Gerüchte, wenig Bestätigung, was ich ja sehr schade finde, dass man da nicht irgendwie mal sagt, so sieht's aus, wir halten den Termin oder wir müssen verschieben aus den und den Gründen. Naja, es ist wie es ist, also Verschiebungen in der Filmwelt sind halt auch nichts Ungewöhnliches. Drückt doch mal die Glocke, teilt den Kanal, abonniert alles, was hier so möglich ist. Ich freue mich darauf und wir sehen uns wieder bei MJ Update Folge 36. Irgendwann wird sie kommen. Also, macht's gut und wir sehen uns. Ciao!